Herzlich willkommen zur zweiten Segmento Online-Konferenz zum Thema Identity and Access Management. Mein Name ist Uwe Eisinger und ich darf Sie heute durch das Programm führen. Was dürfen Sie von der Segmento-Konferenz heute erwarten? Wir adressieren in erster Linie 3 Punkte. Erster Punkt: Welche Trends beobachten wir im User Lifecycle Management in aktuellen Cloud-Umgebungen? Zweiter Punkt: Welche Tools gibt es dafür, die den Prozess unterstützen? Und dritter Punkt, last but not least: Wie gehen wir mit aktuellen Herausforderungen im Identity and Access Management im Kontext von S/4HANA um? Zur Unterstützung habe ich mir einen unserer langjährigen Experten im Sub-Identity Management an meine Seite geholt. Herzlich willkommen, Simon Töpper. Herzlich willkommen, Simon. Ja, danke schön für die Einladung, hier zu sein. Freue mich. Lass uns gleich ins Thema einsteigen. User Lifecycle Management ist das große Thema der heutigen Konferenz. Ich habe mich im Vorfeld etwas informiert, hatte eine ganz lustige Gegebenheit erleben dürfen. Dachte, Mensch, ich starte mal das ganze Ding mit einer Definition, wie ich sie bestimmt auf Wikipedia finde. Lustig ist, man findet auf Wikipedia nicht zu User Lifecycle Management. Kleiner Schmerz am Rande, vielleicht hatte der Autor einfach keine Berechtigung, dort was einzupflegen. Könnte ein Cloud-Thema gewesen sein. Vermutlich. Ist ja Cloud. Ja. Und gut, habe natürlich dann weiter recherchiert, bin bei Google gelandet. Dort findet man ganz, ganz viele unterschiedliche Definitionen dazu. Alle sind sich in einem Punkt oder in 2 Punkten eigentlich einig. Der eine Punkt ist natürlich, dass wir nicht über Tools alleine reden. Wir reden über einen Prozess, der gelebt werden muss. Und was ich sehr überraschend fand, dass kaum noch jemand über irgendwelche On-Premise-Systeme spricht. Alles ist in der Cloud, alles spielt sich in der Cloud ab. Wie spielt sich das bei dir wieder, wenn du mit Kunden draußen bist, mit anderen Leuten sprichst? Was sind deine Erfahrungen, die du in dem Umfeld hast? Ja, ist eine sehr gute Frage. Am besten spiegelt sich das eigentlich in der aktuellen Situation wieder, wo wir uns befinden. Vor der Pandemie war, sage ich mal, das Thema Zugriffe irgendwie noch beherrschbar. Ja? Gerade was eben die genannten On-Premise-Systeme, also abgeschottete Netzwerke angeht. Aber spätestens jetzt in der Pandemie sind alle ins Homeoffice gegangen. Und da spielt gar keine Frage mehr eigentlich so konkret eine Rolle, ist das jetzt Cloud oder nicht. So, ich muss einfach von außen, von dem Internet, ja, auf meine Applikationen, auf meine Business-Prozesse end-to-end zugreifen. Und das ist im Endeffekt die Herausforderung, was natürlich heute viel mit Cloud-Systemen angeht, umgesetzt wird. Interessant, wenn man sich das anschaut, dass allein, wenn man jetzt so mal Microsoft 365 nimmt, da gibt es ja allein, ich glaube mal Standard 10 Applikationen, ja, das ist jetzt relativ einfach, ob ich jetzt auf Excel zugreifen darf oder auf Word zugreifen darf, ja oder nein, wird meistens ja in so einem Plan festgelegt. Spannend ist da zum Beispiel SharePoint, ja, da bin ich dann plötzlich in einer Applikation, das ist wie so ein Fenster in eine grenzenlose Welt, ja, also da habe ich verschiedenste Themen, also Bereiche, wo ich Berechtigungen verwalten muss, wo ich drauf Zugriff haben kann, ja, nein. Das ist im Endeffekt ein unendliches Raum, der da aufgemacht wird. Und grundsätzlich müssen wir uns eigentlich dann immer erstmal die Frage stellen, bevor wir in diese ganz herausfordernden Themen kommen, Berechtigungen, wie logge ich mich eigentlich ein? Also wie komme ich eigentlich ran an das System? Weil ich werde immer gefragt nach meinem Usernamen, nach meinem Passwort. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, klar, in der On-Premise-Welt wurde das irgendwie für mich gelöst. Und wie löse ich das jetzt in der Cloud-Welt? Ja. Ich habe ganz viele Systeme, ganz viele Möglichkeiten, Applikationen und eben auch Logins. Ja. Und da wird man ja wahnsinnig, wenn man sich überall einloggen muss. Ja. Und dann wird auch wahnsinnig, wenn man das alles verwalten muss. Also es kommt ein irrsinniger Faktor dazu. Und da gibt's heute Möglichkeiten und da freue ich mich, dass wir den Eidi mit an Bord haben, der uns zu dem Thema Authentication etwas sagen kann. Das ganze Thema Logins, ja. Eidi, wie sieht's aus? Was gibt's da für Herausforderungen? Ich glaube, eine große Herausforderung ist das Thema Identitätsverwaltung. Und zwar gar nicht mal aus einem administrativen Perspektiv, sondern aus einer User-Sicht. Und zwar, ich habe sehr viele verschiedene Cloud-Systeme. Ich habe ein Concur, ich habe ein Azure Cloud, ich habe SuccessFactors und ich habe auf all diesen Systemen Accounts. Und was da viele User halt haben, ist erstmal viele verschiedene Usernamen und viele verschiedene Passwörter.
die im schlimmsten Fall alle gleich heißen. Und was wir da aus der On-Premise-Welt eigentlich kennen, ist, dass wir Single Sign-On einführen. Das heißt, ich habe nicht mehr 20 Applikationen und 20 Identitäten, sondern ich habe 20 Applikationen und eine zentrale Identität, dessen Passwort ich kenne, dessen Benutzernamen ich kenne und mit dem kann ich mich auf die Systeme einloggen. Und das ist ein Thema, was immer wichtiger wird zurzeit. Und auch in diesem Thema gibt es sehr viel Dynamik, weil das Thema Single Sign-On ist jetzt nicht mehr so ganz neu. Viele Kunden haben das teilweise schon unter Kontrolle und jetzt wachsen neue Herausforderungen raus. Eines der Herausforderungen, die Kunden heute haben, ist, dass sie ein Single Sign-On auch für Sub-Applikationen haben und dann Single Sign-On für ihre Office Suite. Und auch da ist es natürlich immer wünschenswert, beiden Kunden zu sagen, alles klar, lass uns mal bitte eine komplett zentrale Identität haben. Also habe ich nicht mehr 20 Identitäten, sondern 2, aber auch 2 sind einmal zu viel. Und jetzt geht es darum, diese beiden Welten zu verschmelzen. Und das ist gar nicht so kompliziert, wie man sich denkt. Im Endeffekt gibt es da 2 Szenarien, die würde ich mal kurz vorzeigen wollen. Das erste Szenario, was wir auf der Folie sehen, ist ein User, der, bevor er sich auf der Subcloud-Plattform anmeldet, erstmal die Authentifizierungsmaske des Identity Authentication Services sieht. Dort kann er sich einloggen. Welchen User nimmt er da? Das Beste ist natürlich, dass man da sagt, wir tun unsere Azure Cloud in das Identity Authentication als User Storage hinterlegen. Dann kann der User in diesem Fall hingehen und sein Windows-Passwort eingeben und kann sich dann direkt auf die Subcloud-Plattform anmelden. Und das Tolle bei der ganzen Geschichte ist, dass der User wirklich nur eine Identität hat. Das ist ein Windows-User, den kennt er, mit dem loggt er sich täglich ein und damit kann er dann auf alle anderen Applikationen zugreifen. Ein zweites Szenario ist zu sagen, wir brauchen das IAS gar nicht, dass man direkt auf die Azure Cloud geht und den als Identity Provider benutzt, um auf die Subcloud-Plattform zu authentifizieren. Das ist auch ein gangbarer Weg. Früher haben wir teilweise davon abgeraten, weil dann die Frage aufkam, was ist mit externen, die nicht auf dem Azure hinterlegt werden. Hier bietet Microsoft neue Lösungen an, wie zum Beispiel ein eigenes Azure für Businesspartner, da kann man seine externen einpflegen. Und so kann man wirklich mit einer ganz zentralen Plattform, Microsoft Azure, Active Directory Federation Service, seine komplette Authentifizierung zentralisieren. Das heißt, ich logge mich gegen diesen IDP ein und wenn ich mich einmal dagegen eingeloggt habe, kann ich alle anderen Applikationen benutzen, ohne mich noch einmal anmelden zu müssen. Das sind die Neuigkeiten auf der Cloud-Seite. Ja, danke, Aydin. Jetzt haben wir sehr viel erfahren zum Thema Login. Scheint ja alles geklärt zu sein. Das heißt, ich kann Single Sign-On einrichten. Ich habe keinen großen Unterschied zu der alten On-Premise-Welt. Funktioniert über andere Tools, aber in der Cloud. Ja, super. Brauche ich sonst noch was? Genau, eigentlich merke ich es nicht, weil ich, wie gesagt, es spielt keine Rolle, wie ich mich anmelde. Das ist gelöst. Jetzt kommt aber eine weitere Ebene dazu und die ist elementar und vor allen Dingen elementar auch wieder in diesen Zeiten, weil, sage ich mal, mit dem Homeoffice haben sich natürlich auch ganz viele, die sich darauf spezialisiert haben, Angriffe zu starten, gedacht, wunderbar, mit Sicherheit haben ganz viele an ganz viel nicht gedacht und jetzt können wir mal ordentlich auf die Systeme hacken. Die Angriffe haben extrem zugenommen. Und jetzt haben wir das Login-Thema entsprechend beleuchtet und geklärt. Jetzt haben wir aber noch ein riesengroßes Feld der Berechtigungen. Weil wenn ich mich angemeldet habe, mal ganz grob oder ganz einfach gesprochen, kann ich am Ende des Tages eigentlich gar nichts machen. Ich habe vielleicht irgendein Dashboard, einen Home-Bereich, wo ich draufgehe und dann war's das, weil ich keinerlei Berechtigungen habe, etwas zu tun. Das heißt, jetzt kommt das große Feld der Berechtigungen, wo ich entsprechend natürlich zum Beispiel, wenn wir jetzt in meiner Rolle als Vertriebsmitarbeiter bestimmte Rollen ich brauche, um eine tägliche Arbeit überhaupt zu tun. Ja, also Berechtigungen, die über Rollen abgewickelt werden, wie ich da entsprechend eben dann zu meiner Tätigkeit überhaupt komme. Das heißt das Login und jetzt kommt die Berechtigung. Auch wieder ein sehr weites Feld. Und Berechtigungen können ja auch beliebig komplex sein. Also wenn ich mir alleine meine Strukturen, du hattest vorhin das Beispiel SharePoint genannt,
Ich habe verschiedene Räume, Lese-, Schreibrechte, Vollrechte, bin Besitzer eines Raumes oder auch nicht. Absolut. Also beliebig komplexe Strukturen, die darunter abgebildet werden. Und ja, ich freue mich auch, dass wir den Janice dabei haben, Jawohl. der uns dazu ein bisschen was erzählen wird. Janice, erzähl uns mal was dazu. Wie kommen diese Berechtigungen in ihrer ganzen Komplexität jetzt eigentlich in die Systeme? Genau, vielen Dank, Uwe. Ja, wie wir eben gesehen haben, wir haben den Identity Authentication Service für die zentrale Anmeldung der Benutzer an den Cloud-Systemen. Auch über verschiedene Identity-Provider. Parallel dazu gibt es nun von der SAP den Identity Provisioning Service. Dieser ist in der Lage, eine Transformation darzustellen von den Benutzern in verschiedenen Quellsystemen, sei es zum Beispiel ein Employee Central Success Factor oder ein HCM-System und diese dann zu verteilen in die angeschlossenen Cloud-Systeme. Dabei ist es möglich, dass diese Daten transformiert werden, in die angeschlossenen Systeme verteilt werden und damit Benutzer angelegt werden, Benutzerstammdaten verteilt werden, Änderungen von diesen Daten verteilt werden und natürlich auch Berechtigungen für diese Benutzer in den Zielsystemen dementsprechend zu verteilen. Damit ist es dann auch möglich, wie wir hier in der zweiten Folie sehen, einen kompletten Identity Lifecycle abzubilden. Das heißt, jetzt schon ist es möglich, mit dem Identity Provisioning Service ein Onboarding von internen Mitarbeitern oder auch von Third-Party-Beratern beispielsweise abzubilden, wo der Mitarbeiter erstmal ins Unternehmen kommt und initial ein User-Account verteilt wird in die angeschlossenen Systeme. Über den Identity Lifecycle ist es dann möglich, Änderungen an diesem Benutzer durchzuführen, sei es Namensänderung, sei es aber auch eine Promotion in eine andere Abteilung oder in eine andere Stelle. Auch den Fall für, sagen wir, Elternteilzeit oder Austreten aus dem Unternehmen ist damit gewährleistet. Das heißt, hier können wir auch direkt den kompletten Offboarding-Prozess abbilden mit dem Identity Provisioning Service, alleine nur in der Cloud. Hier in der dritten Folie eine kleine Übersicht, welche Systeme wir momentan schon an den Identity Provisioning Service anbinden können. Zum einen sind es verschiedene Quellsysteme, sei es da, wie schon eben genannt, Employee Central von Success Factors, aber auch reine ABAP-Systeme können hier als Quelle dienen, wie auch ein Active Directory On-Premise oder ein Active Directory in Azure AD Cloud. Und auch Third-Party LDAP-Systeme können hier als Quelle dienen. Das heißt, auch der Identity Provisioning Service ist auch in der Lage, direkt in das On-Premise-Netzwerk hineinzurufen und über einen Cloud-Connector und dann die On-Premise-Daten zu verteilen. Es muss also nicht nur Cloud sein. Auch kann ein Identity Management Service beziehungsweise ein Identity Management On-Premise, sei es von SAP, sei es von einer anderen Firma, hier als Quelle dienen. Als Zielsysteme haben wir eigentlich schon fast alle SAP Cloud-Systeme hier zur Auswahl, sei es zum Beispiel Analytics Cloud oder SAP Jam, die Kollaborationsplattform von SAP, um dort die Benutzer anzulegen und auch schon die richtigen Rollen und Berechtigungen zu verteilen. Nicht nur SAP Cloud, auch Third-Party-Infrastrukturen können hier befüllt werden. Das heißt, es ist auch möglich, Benutzer anzulegen in einer Google Cloud-Plattform für Gmail-Kontenanlage oder auch nicht nur Microsoft Azure AD als Quellsystem zu nehmen, sondern auch als Zielsystem. Das heißt, auch dort Benutzer anzulegen, falls dies gewünscht ist. Kommen wir nochmal auf in der letzten Folie auf den Fall eines Hybrid-Szenarios. Wie ist es da mit einem bestehenden SAP Identity Management On-Premise? Zum Beispiel haben Sie dort Ihre gesamten Prozesse schon abgebildet in einem umfangreichen Workflow. Dann ist es möglich, über einen sogenannten Proxy-Modus alle Systeme, die an den Identity Provisioning Service angebunden werden können, direkt im SAP
IDM on-premise zu verwenden. Das heißt, Sie können dort dann Benutzer in einem initialen Load aus dem Cloud-System über diesen Proxy-Modus ins IDM einlesen, Benutzer dorthin verteilen, die Berechtigungen in ihrem gewohnten Workflow auch verteilen. Das zum Thema Identity Provisioning Service. Ja, danke, Janice. War sehr interessant. Heißt aber, Simon, für mich keine Probleme mehr. Ich habe das IPS, die Berechtigungen sind im System. Ich muss mich um nichts mehr kümmern, alles cool. Oder nicht? Ja, also ich kann damit wirklich schon sehr viel erreichen, definitiv. Aber auch das hat heute, wir reden nicht über die nächsten 10 Jahre, aber heute seine Grenzen. Und diese Grenze oder diese Begrenzung, die lösen wir heute mit unserer Segmento Connect Suite. Wir haben also die Möglichkeit, in dieser Suite eine Vielzahl an Konnektoren zu haben, die entsprechend heute der Provisioning Service, IPS, noch nicht anbietet. Ja, das kann sich in den Jahren ändern, heute aber eben noch nicht verfügbar. Das haben wir schon. Warum? Weil, gutes Beispiel wäre da zum Beispiel Jira. Ja, natürlich sind die Cloud-Lösungen der SAP da sehr, sehr stark im Fokus. Natürlich dann auch Microsoft-Welt darüber hinaus. Jira ist etwas, was da noch nicht auftaucht. Okay. Verbreitet sich ja aber enorm. Ja, also Jira, die Atlassian Confluence Jira-Lösungen sind in aller Munde. Ich kenne, glaube ich, keinen Kunden, der irgendwie nicht über Jira spricht. Und da habe ich natürlich dann wieder ein ähnliches Problem wie mit der Assoziation SharePoint. Ja, da habe ich ganz viele Möglichkeiten. Da habe ich Logins, da habe ich User, da habe ich Berechtigungen. Ja, also da brauche ich auch wieder was. Und da hilft mir Stand heute der Provisioning Service nicht weiter. Ja, da kann ich eben aber Segmento Connect Jira nehmen. Und dafür haben wir den Lukas eingeladen. Lukas, was kannst du uns zu dem Segmento Connect Jira Produkt denn alles Tolles erzählen? Ja, Simon, das Produkt kann relativ viel. Die ganze Jira Suite ist ja auch sehr, sehr mächtig. Wie du schon erwähnt hast, da fällt auch die ganze Geschichte mit Confluence rein. Auch das können wir rein theoretisch schon heute rudimentär mit unserem Connector anbinden. Aber der Hauptfokus liegt natürlich auf dem Jira. So, und Jira ist ja auch ein sehr komplexes Produkt, was es in unterschiedlichen Ausführungen gibt. Heißt, es gibt eine Variante für Server und Data Center und eine Variante für die Cloud-Dienstleistungen, die Atlassian heute auch schon mit seiner eigenen Cloud anbietet. Ich habe das Ganze jetzt mal in einem Demo-Szenario vorbereitet. Hier bewegen wir uns allerdings im Cloud-Umfeld. Da sind ein paar Besonderheiten drin, die werden wir aber auch im Laufe des Videos sehen. Das spiele ich jetzt auch einfach mal kurz ab. So, genau. Wir wechseln jetzt auch mal in unser Segmento, weil, wie gesagt, was ich vorbereitet habe, ist die ganze Geschichte. Ich habe einen Antrag gestellt mit einer einzelnen Berechtigung. Das werden wir auch gleich sehen. Der Antrag ist für einen zuvor angelegten Testnutzer. Das sehen wir hier oben schön. Unseren Testnutzer Jira Tester. Und beantragt habe ich die Rolle Administrators. Also, dass der volle Administrationsberechtigung in unserem Jira bekommt. Hier hängt ein mehrstufiger Genehmigungsprozess dahinter. Das habe ich hier ein bisschen abgekürzt, weswegen ich nur noch einmal genehmigen muss. Und jetzt geht das IDM auch her, klassisch, wie man es kennt, und fängt an, das Privileg an den Nutzer zuzuweisen und diese ganze Berechtigungsschiene im Hintergrund abzudecken. Da dieser Nutzer auch noch keinen Account hat, das haben wir ja vorher gesehen, wir haben aktuell nur 3 Nutzer, erfolgt auch eine Account-Anlage. Und infolgedessen werden wir nun gleich, hier prüfe ich nochmal ganz sicherheitshalber, ob ich nicht doch einen Genehmigungsschritt vergessen habe. So, jetzt werden wir hier auch gleich sehen, dass sich der Nutzer in unserem Jira einfinden wird. Ich muss jetzt ein paar Mal aktualisieren, weil natürlich immer so diese Latenzzeit da ist zwischen IDM und den angebundenen Systemen. Das sollte aber verhältnismäßig schnell gehen. So, in der Zwischenzeit kann ich ja noch mal kurz ein bisschen auf den Unterschied zwischen Cloud und dem eigentlichen Jira eingehen, weil, wie gesagt, haben wir da ein bisschen unterschiedliche Möglichkeiten, was wir tun können.
während wir in der On-Premise-Welt sehr, sehr flexibel sind und mit dem Connector auch heute schon viele Dinge abdecken können, wie beispielsweise bestimmte Werte an den Nutzer schreiben, sind wir hier bei der On-Premise-Variante, bei der Cloud-Variante ein bisschen weiter hinten noch. Da ist das sehr viel schwieriger, weil die Schnittstellen noch nicht so astrein sind. Die sind auch noch im kontinuierlichen Wandel, weswegen wir regelmäßig am Connector Anpassungen machen müssen. So, jetzt sehen wir hier aber auch schon sehr schön, dass der Nutzer inzwischen da ist. Das IDM hat ihn angelegt. Ich habe hier für eine Dummy-E-Mail-Adresse angelegt, wo wir dann auch sehen können, der Nutzer bekommt wirklich die E-Mail, wir könnten uns einloggen. Genau. Was wir hier jetzt aber auch sehen ist, der hat erstmal nicht die Administratorgruppe. Das liegt daran, dass natürlich die eigentliche Berechtigungszuweisung ein nachgelagerter Prozess ist und erst nach der Anlage des Accounts geschehen kann. So, einmal aktualisieren und wir sehen aber auch, jetzt ist die Administratorrolle da und jetzt hätte der Nutzer vollkommenen Zugriff auf unser Jira. Jetzt warten wir mal noch ganz kurz, bis die Willkommensmail kommt. Das sollte aber auch relativ schnell gehen. Auch hier wieder einmal aktualisieren und wir haben die Mail schon. So, jetzt müsste ich nur dem Link hier folgen und dann hätten wir eigentlich so diesen klassischen Dialog von wegen, gib mir ein Passwort, gib mir einen Nutzernamen etc. pp., was dann letztendlich zu dem führt, was die meisten Nutzer bereits kennen, dass sie mit dem Jira arbeiten können. Ja, soweit so gut. Das Ganze geht natürlich noch sehr viel weiter. Der Jira Connector kann noch deutlich mehr, bis auf die Berechtigungsebene, auf die Projekte runter. Ist das alles machbar? Haben wir aber aus Zeitgründen mal nicht mit drin. Das erfolgt auch nach dem gleichen Schema. Zurück zu euch, Uwe und Simon. Ja, vielen Dank, Lukas. Dann haben wir da jetzt sehr viel erfahren zu Segmento Connect Jira. Heißt IPS mit Segmento Connect zusammen und ich habe keine Probleme mehr. Heißt, alle meine Berechtigungen sind im System, ich habe einen Online-Service, funktioniert. Also technisch können wir jetzt einen Haken hintermachen. Ja. Wir hatten eingangs gesagt, aber was diese Definition alle zusammenbringt, ist ja auch, dass hier nicht über Technologie, sondern eher über einen Prozess gesprochen wird. Wenn ich mir jetzt diesen User Lifecycle Management Prozess angucke, wie gesagt, technisch haben wir gesagt, Haken dran. Was für Herausforderungen habe ich auf Prozessebene eigentlich und welche Hürden ergeben sich daraus? Auf der Prozessebene habe ich im ersten Moment im Endeffekt die Herausforderung, dass selbst wenn ich die Integration komplett gelöst habe, immer noch zentrale Instanzen habe, die das Ganze irgendwie managen, ja, verwalten. So. Und die Kunst ist eigentlich in der, ja, sage ich mal, Automatisierung auch die Benutzer, ja, in eine Kompetenz zu bringen, damit sie Dinge selber lösen können. So ein ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel, weil man sich es einfach gut vorstellen kann, ist so ein Passwort-Reset. Ja? Kennen wir heute alle. Ich kenne mein Passwort nicht mehr. Wäre jetzt bei einem Single-Sign-On-Szenario natürlich nicht der Fall. Da würde ich weitergeleitet werden. Aber was ist, wenn ich jetzt mein Passwort vergessen habe? Ja, für ein System, vielleicht auch ein System, das in dem ganzen Verbund noch nicht drin ist. Was mache ich dann? Was habe ich für Möglichkeiten? Ja, und da gibt's jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, eine Hotline anzurufen, ein Ticket aufzumachen etc. Da gibt's eine zentrale Stelle, die das alles abarbeitet. Sehr viel effizienter und heute sehr viel genutzt. Und wie gesagt, Passwort Reset ist da nur ein Beispiel, ist, dass die User, also die entsprechenden Mitarbeiter über sogenannte Self-Services dann selbst diese Dienste nutzen. Das heißt, die setzen selbst ihr Passwort zurück. Die haben die Möglichkeit, selber entsprechend sich bestimmte Berechtigungen zu beantragen, ja, über entsprechende Workflows. Und da habe ich heute natürlich dann die Herausforderung, ja, wie kriege ich das hin, sage ich mal. Da brauche ich natürlich irgendwo einen geführten Prozess, ja, und einen auch UI-Auftritt, ja, der akzeptiert wird. Ja, da kann ich nicht mit, sage ich mal, angestaubten Oberflächen kommen. Das funktioniert nicht. Das ist der eine Punkt, die Akzeptanz der User. Und dann gibt es den weiteren Punkt, was heute einfach
grundsätzlich in der Verbreitung ist das Thema mobile Endgeräte. Mhm. Ja? Das heißt, ich habe ein Smartphone, ich habe ein Tablet etc. und erwarte natürlich, ja, als Manager, aber auch schon als Mitarbeiter, dass ich bestimmte Self-Services darüber einfach auch schon abwickeln kann. Ja? Also, dass ich über ein Tablet, ja, über eine UI, das einfach durchführen kann, beantragen kann, genehmigen kann, ja, etc. Was sind denn die Pläne der SAP speziell im Identity Management, was Oberflächen angeht? Tut sich da was? Nein, da tut sich nichts. Das bleibt auch auf dem Stand. Im Endeffekt haben wir ein IDM, was mit der sogenannten WebDynPro, einer SAP-Technologie, UI-Technologie, die ist sehr, sehr alt, sehr, sehr hochfunktional. Also ich will die gar nicht schlecht reden, im Gegenteil, die ist immer noch die Power ohne Ende, hat aber einfach ihre Grenzen. Ja, die hat eine technologische Grenze im Kontext der mobilen Endgeräte. Und es gibt zum Beispiel von uns eben ein UI-Angebot, womit ich gar nicht mehr auf eine SAP oder auf eine Produkterweiterung warten muss, sondern kann das entsprechend ergänzen. Wie wir auch heute gehört haben, die SAP tut sehr viel in der Cloud. Ja, da gibt es das Thema UI dann schon nicht mehr, also in Cloud-Lösungen. Das heißt, um diesen Weg zu schaffen, haben wir entsprechend eine sehr schöne UI-Komponente, die man da aufsetzen kann. Ja. Nennt sich Segmento UI Generator. Ja, und für dieses Thema haben wir den Aydin wieder eingeladen. Okay. Ich freue mich auf Aydin. Hallo Aydin. Willkommen zurück. Was machen heute denn unsere Kunden oder generell alle in dem ganzen Thema UI? Das ist eine gute Frage. Wir haben die Beobachtung gemacht, dass viele da eigene Lösungen bauen wir sind der Meinung, dass viele der Self-Services, die Kunden aufbauen, eigentlich ins IDM gehören. Also fachlich sowie technologisch, weil da Daten erhoben werden, die wir im IDM wiederverwenden. Deshalb empfehlen wir unseren Kunden, die Self-Services direkt im IDM zu realisieren. Und dann stellt sich die Frage, wie rolle ich diese Themen an meine User aus? Die Frage kommt eigentlich aus dem Hintergrund heraus, dass wir sagen, die UI-Technologie, die das IDM Standard anbietet, ist teilweise stark veraltet. Und wie können wir da benutzerfreundliche Self-Services präsentieren, um auch eine gewisse Benutzerführung mitzubringen, eine gewisse User Experience mitzunehmen. Was wir dort haben, ist ein Produkt, Segmento UI5 Generator. Damit bieten wir eine Lösung an, um ganz schnell an UI5 Masken zu kommen im IDM-Bereich. Im Endeffekt besteht die Herausforderung darin, dass wir bestehende Prozesse, die wir schon im IDM haben, bestehende Ansichten, die wir haben, Self-Services mit einem automatisierten Tool in UI5 übersetzen. Und der User kann sich das dann auf sein System laden und kann dann diese UI5-Masken nutzen bzw. an die Endnutzer ausrollen. Wie das aussieht, würde ich euch gerne mal zeigen. Was wir hier sehen, ist die Standardoberfläche Segmento UI5 Generator. Man sieht hier schon leicht Unterschiede. Wir haben als Self-Service verschiedene Kacheln, die wir benutzen können. Change on Data, um eigene Stammdaten zu ändern. Reset Password, um ein Passwort-Reset auf System durchzuführen. Und noch andere Demo-Applikationen, die wir da drin anbieten. Wir können direkt mal zu einer wechseln und man wird dann im Endeffekt sehen, wie das dann im Endeffekt am Ende aussieht für die User. Wir haben hier eine Möglichkeit, sein Passwort zu verändern oder wir haben hier die Möglichkeit, die Telefonnummer zu verändern oder seine Handynummer zu hinterlegen im IDM und das wird dann auf verschiedene andere Systeme ausgerollt, wenn die dort gebraucht werden. Wir haben in der neuen Version Änderung in der UI, in der Ansicht. Wir haben hier durchgängig das Fiori 3 Theme im Vergleich zur letzten Version, wo wir noch auf Fiori 2 waren. Auch die Menüführung hat sich ein bisschen geändert. Wir haben hier jetzt das Side Panel, das nennt sich Toolbar Page Layout. Und wir haben hier oben auch immer die Ansicht, wenn wir neue Anträge haben, die zu bearbeiten sind. Dazu können wir entweder hier über diesen Punkt reinspringen oder wir springen über den Punkt hier oben als Notifications rein. Ein weiterer Punkt, der neu dazugekommen ist, auf Kundenwünschen basierend, ist das Thema Favoriten, also User, die schon in User
die schon in Identity Management ihre Favoriten gepflegt haben, möchten das auch in UI5 Generator tun. Und dazu können sie direkt auf ihre Verwalten Kachel gehen und dann hier in das User Management laufen und dann würden sie hier schon die ganzen Favoriten sehen, die sie eigentlich schon benutzen wollen. Das und noch viel mehr bieten wir in der neuen Version des UI5 Generators an. Und nun zurück zu Simon und Uwe. Ja, Aylin, vielen Dank. Das sind ja wirklich tolle Neuigkeiten. Sieht toll aus, muss ich sagen. Ist mit Sicherheit eine Sache, wo sich viele Kunden überlegen, hey, toll, kann ich auch gebrauchen. Ich kann so auch meine Prozesse natürlich viel effizienter durchbringen. Ich bring die Fachabteilung rein in den Prozess, habe eine durchgängige Dokumentation. Ja. Mit was für Kosten muss ich denn rechnen für so eine Lösung? Ja, Kosten muss ich etwas schmunzeln, weil wir haben eine tolle Ankündigung, Uwe. Ja. Der UI Generator, Segmento UI Generator, ist zur heutigen Konferenz tatsächlich kostenfrei. Ja, also es ist möglich, den UI Generator produktiv kostenfrei zu nutzen. Ich denke, das ist tatsächlich eine gigantisch gute Möglichkeit, einfach mal mit Self-Services und mit dem ganzen Thema schicke Oberflächen anzufangen. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Eine tolle Sache, tolles Announcement, was wir auch nochmal ein bisschen in die breitere Öffentlichkeit bringen wollen. Aber ich glaube, ein guter Anlass heute mal, das Thema wirklich anzusprechen und auch nach draußen zu bringen. Jetzt haben wir aber noch die Situation, wir haben in der letzten Konferenz sehr viel über unser Segmento Self-Service gesprochen. Ist ja noch ein anderes Produkt, was augenscheinlich auch erstmal UI5-Oberflächen hat. Richtig. Ja. Damit die Bedienung einfacher macht. Wie muss ich das gegeneinander abgrenzen gegen UI Generator? Sehr gute Frage. Werden sich vielleicht auch manche fragen, die erste Segmento-Konferenz gesehen haben im März. Da wird Segmento Self-Service ausführlich auch vorgestellt. Der Unterschied ist eigentlich sehr, sehr einfach dargestellt. Mit dem Segmento UI Generator habe ich im Endeffekt eine Engine, die übersetzt. Ja, das heißt, ich habe eine Basis, das ist WebDynPro, und die wird übersetzt in UI5 in Fiori-Style. Mhm. Ja. Das heißt, die Basis ist WebDynPro. Ja. Ich habe dadurch natürlich schicke Oberflächen. Ich kann genauso UI5 nutzen, wie ich mir das vorstelle. Sage ich mal, noch eine andere Variante, wo ich dann sehr frei bin, also nicht mehr die Basis von WebDynPro habe, sondern jetzt im Endeffekt völlig frei bin im Raum, ist Segmento Self-Service. Segmento Self-Service ist aber mit UI-Implementierungsprojekten verbunden. Das ist also ein ganz anderer Aufwand. Da kann man entsprechend mit Wizards, eigentlich wünsch dir was arbeiten. Ja? Und da muss natürlich auch immer Nutzen da sein. Also warum sollte ich so viel Geld investieren für das Thema UI? Da muss schon irgendwo, sage ich mal, dann auch ein ROI möglich sein. Das ist die Möglichkeit, sich da einfach völlig auszutoben. Okay. Ja, das gibt es ebenfalls noch. Okay. Vielen Dank für die Ausführungen. Ja, jetzt haben wir viel darüber gehört, Simon, wie man diesen eigentlichen Prozess vereinfachen kann, Fachabteilungen mit reinbringen. Es wird alles einfacher. Ich kann Rollen selbst beantragen. Ich kann Passwort-Reset machen. Welche Gefahren birgt das oder birgt das überhaupt Gefahren, dass ich so viel Verantwortung oder auch vieles Prozesses jetzt in die Fachabteilung gebe, nicht mehr eben im Silo der IT behandle? Sehr guter Punkt. Es ist natürlich eine Herausforderung, wenn ich meine Mitarbeiter Berechtigung, Dinge, die sie tun müssen, beantragen lasse. Dann wird auch sehr schnell, sehr gerne, sage ich mal, einfach was erstellt. Ja? Das sind dann so nette Sachen wie, ich brauche die Berechtigung vom Uwe, ja, weil ich will jetzt auch mal aufs Marketinglaufwerk und da auch mal sehen, was für neue, schöne Präsentationen wir anbieten. Dann wird das so gemacht. Vielleicht gibt's die Rolle gar nicht, weil ich bin eine Vertriebsrolle, du bist eine Marketingrolle. Es gibt die gar nicht. Das heißt, es werden entsprechend, sage ich mal, neue Berechtigungskonstellationen gebaut, erstellt. Wodurch dadurch natürlich ich dann auf das Laufwerk komme. Aber es ist immer natürlich die Frage, jetzt habe ich so einen Wildwuchs an Möglichkeiten. Ja, ich brauche da wieder eine Konsolidierung. Also ich muss irgendwann wieder auf einen Nenner kommen, zu sagen, okay, ich habe ein Rollenkonzept, was vielleicht sich eben nach Profil, nach Businessrollen orientiert. Und das muss ich konsolidieren, das muss ich sortieren, ja. Und da freue ich mich, den Marc einzuladen, der uns zeigt, wie so eine Konsolidierung entsprechend funktionieren kann. Hallo Marc, schön, dass du da bist. Wie kann ich denn diese Herausforderung der Konsolidierung heute lösen? Ja, Uwe, Simon, vielen Dank. Gute Frage. Wir haben ja bereits beim letzten Mal schon über Segmento Authority Audit und die Möglichkeiten gesprochen.
und haben speziell in dem Sinne das Ganze nochmal erweitert. Wir haben die Datenbasis im Segmento Authority Audit und dazu neue Auswertemöglichkeiten, die uns genau bei dem Thema helfen. Wie sieht das Ganze aus? Wir haben einen Rollenvergleich erstellt, der uns hilft, die vorhandenen Daten speziell für die Inhalte der Rollen zu vergleichen und so auszuwerten, welche Berechtigungsobjekte und Ausprägungen sind vorhanden, überschneiden sich. Den Vergleich der Rollen kann ich zum einen nutzen bei der Vergabe zur Prüfung, ob die benötigten Berechtigungen enthalten sind. Ich kann es nach der Vergabe nutzen, um die Korrektheit der vergebenen Berechtigungen zu prüfen und zu verändern, und kann das Ganze eben halt bei der Unterstützung im Rollenredesign nutzen. Das Ganze sieht so aus, dass wir uns im Segmento Authority Audit den Rollenvergleich nehmen und uns natürlich die Rollen aus der Gesamtheit der Rollen raussuchen, die wir vergleichen wollen. Da sind viele Rollen, die im Namen ähnlich sind, aber nichts über den Inhalt aussagen. Wenn wir uns hier ein konkretes Beispiel ansehen, 2 sehr ähnlich geartete Rollen vom Namen her. Wenn wir die auswählen, bekommen wir die Berechtigungsobjekte im Detail angezeigt und wie oft diese Berechtigungsobjekte in der jeweiligen Rolle genutzt werden. Speziell sieht man bei den Berechtigungsobjekten, dass es krasse Unterschiede gibt, ob sie vorhanden sind oder nicht oder wie häufig sie genutzt werden. Das sieht man speziell bei den Transaktionscodes. Wir haben eine Rolle mit 3, eine Rolle mit 19, obwohl die Namen sehr, sehr ähnlich sind. Im Detail können wir uns das dann weiter unten ansehen. Da haben wir zu allen Berechtigungsobjekten passend zu der jeweiligen Rolle auch noch die Ausprägung. Und wenn wir das uns entsprechend auswählen und uns dann auf die Transaktionscodes begeben, dann sieht man sehr schnell, dass wir in der einen Rolle zwar 3 und in der anderen 19 Objekte haben, die sich aber tatsächlich komplett unterscheiden. Das heißt, obwohl die Rolle aus dem gleichen Umfeld kommt und einen ähnlichen Namen hat, sind die Inhalte teilweise komplett unterschiedlich. Und somit habe ich hier direkt die Möglichkeit anzusetzen und das Ganze auch zu bereinigen. Damit habe ich also jetzt neben der Auswertemöglichkeit während der Vergabe, während der Prüfung auch noch die Möglichkeit, das Ganze im Rollendesign mitzunutzen und zu sagen, ich nehme das Ganze und kann mir meine Rollen entsprechend neu erstellen, so dass das Ganze stimmig ist. Und damit zurück zum nächsten Thema. Ja, vielen Dank, Marc. Das war sehr aufschlussreich. Dankeschön. Interessante Geschichte. Jetzt haben wir viel gehört, was für Möglichkeiten da sind. Alles in allem ist es ja wieder, um auf den Prozess zurückzukommen, User Lifecycle Management von dem Eintritt des Mitarbeiters bis zu einem Austritt. Es fallen unheimlich viele Daten an. Wie komme ich an die überhaupt ran, wenn ich da mal was überprüfen will? Welche Möglichkeiten habe ich? Genau, sehr, 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 sehr gute Frage. Im Endeffekt machen wir, also eine Motivation, das zu tun, ist unter anderem, dass ich ja genau diesen Prozess, dieses Logins, was tue ich, was darf ich, auch dann wieder nachweisen kann. Also die Dokumentation ist ein ganz wichtiger Punkt, wie du sagst. Und die brauche ich zum Beispiel bei irgendeinem Audit, ja, wenn der Wirtschaftsprüfer oder die Wirtschaftsprüfer im Haus sind und wollen irgendwas nachvollziehen können. Zum Beispiel bei einem Abteilungswechsel, ja. Wenn jetzt ein Mitarbeiter in eine Abteilung wechselt, dann wollen die sehen, findet denn da überhaupt eine Abgrenzung statt? Ja, also sammelt der Berechtigung, ja, dieser schöne Azubi-Effekt, der durch alle Abteilungen geht und alles darf. Ist dann die Frage, wie geht man denn damit um? Ja, also werden die Berechtigungen abgegrenzt, gab es dann eine Veränderung. Wenn der irgendwelche besonderen Berechtigungen bekommen hat, die ihm eigentlich nicht zustehen, wie wurden die entsprechend sichergestellt, dass die irgendwann entzogen werden, weil er irgendeine Sonderaufgabe gelöst hat. Ja? Und da haben wir eine tolle Möglichkeit, das zu lösen mit Segmento Report. Das ermöglicht uns, genau diese Fragestellungen nachzugehen, ja, diese Dokumentation zu sehen, diese Reports zu sehen. Und das Schöne ist, dass wir sogar die Möglichkeit haben, hier auf einer einfachen Ebene und auf einer Expertenebene eigene Reports zu bauen. Ja. Okay. Also wirklich eine schöne Gelegenheit, da dem Wirtschaftsprüfern auch ein
einen eigenen Bereich zu geben, wo sie sich im besten Fall sogar selber ihre Fragen beantworten können. Dazu haben wir den Waldemar Schmidt bei uns, ist Solution Architekt aus der Beratung, direkt beim Kunden. Freue mich, dass er heute hier ist. Und hallo Waldemar, schön, dass du da bist. Freut mich. Du bist beim Kunden vor Ort und hast genau diese Reporting-Anforderungen, die umgesetzt werden müssen. Du baust auch mit den Kunden die Reports. Erzähl uns doch mal, wie ist das aufgebaut? Was kann ich da tun? Zeig uns mal Segmento Report. Genau, vielen Dank, Simon. Ja, du hast es ja eigentlich schon richtig erwähnt. Ich bin der Berater bei der AB Solution, der dann auch wirklich beim Kunden vor Ort die verschiedenen Reporting-Anforderungen umsetzt, gemeinsam mit dem Kunden. Und jetzt so über die letzte Zeit auch entsprechend die Erfahrung gesammelt und habe für heute auch eine Live-Demo vorbereitet, wo ich dann auch Praxisbeispiele zeigen möchte. Ja, zu den Reports, die ich vorbereitet habe, sind es insgesamt 4 Stück. Das ist zum einen die Übersicht der allgemeinen User-Lifecycle-Prozesse, die im IDM-System verarbeitet werden, dass wir da mal einen Blick drauf werfen. Und die nächsten 3 Reports sind dann Auswertungen einer Identität nach einem Eintrittsprozess, Austrittsprozess oder einem Abteilungswechsel. Genau, und lass uns doch einfach mal in die Demo steigen. Genau, für den ersten Report melden wir uns vielleicht mal direkt erstmal in der Applikation an. Und nach dem Login erhalten wir dann diese Kachelübersicht. Hinter jeder Kachel ist dann so ein eigener Report letztendlich dahinter versteckt. Und für unseren ersten Report haben wir dann eine eigene Kachel implementiert, wo wir dann den Report abrufen können. Ja, direkt nach dem Abrufen erhalten wir dann eine Tabelle mit allen User Lifecycle Prozessen, die im IDM verarbeitet wurden. Ja, man hat hier links eine Log-Spalte, wo dann das aktuelle Datum des Prozesses hinterlegt ist. Wir haben die Mitarbeiterdaten jetzt hier in der Mitte, Name, Personalnummer und der Prozess selbst rechts mit weiteren Informationen. Ja, jetzt können wir zum Beispiel hier mal reinschauen. Wir haben Eintritte gehabt, sind insgesamt 4 Stück gewesen. Hier ein interessantes Beispiel für den 9.10. mit dem Eintrittsdatum 1.11. Ja, das werden wir dann auch für den weiteren Prozess oder Report dann auch verwenden als Beispiel. Dann haben wir noch einen Austritt, 4 Stück gehabt, auch hier am 31.01. erkannt und das Austrittsdatum 31.05., das werden wir dann auch im nächsten Beispiel verwenden. Aber ich denke mal, dank der Tabelle haben wir hier eine schnelle Übersicht der Prozesse. Genau, wenn wir jetzt insgesamt so eine Identität auswerten möchten, wie sieht das Ganze nach einem Eintrittsprozess aus, können wir einen Standard-Report nutzen. Also hier müssen wir zunächst die Identität selbst wählen. Da nehmen wir, wie vorhin erwähnt, den Niklas Latvala-User. Und nach dieser Selektion erhalten wir direkt darunter dann die einzelnen Attribute zu der Identität, die automatisch vom System schon generiert wurden. Man kann auch hier zum Beispiel schon auch direkt sehen, dass das Identity Management bei einem Eintrittsprozess eine Login-ID generiert hat oder auch eine E-Mail-Adresse. Genau. Und direkt darunter sieht man auch zum Beispiel, dass für diesen Benutzer auch ein Konto generiert wurde im Active Directory und dass der User auch schon Standardberechtigung nach so einem Eintrittsprozess erhalten hat. Das heißt, für den Eintrittsprozess sieht das schon mal ganz gut aus. Wenn wir jetzt insgesamt den Austrittsprozess uns anschauen möchten, wie das bei der Identität aussieht, da können wir jetzt zum Beispiel wieder einen User nehmen, Travis Gonzalez aus meinem ersten Report. Was ist wichtig bei so einem Austrittsprozess? Zum einen sicherzustellen, dass eine Identität erstmal gesperrt ist und nicht arbeiten kann. Das können wir dann eigentlich direkt auch hier über diese Attribute auch prüfen, indem wir in das Standardattribut Disabled mal reinschauen. Hier sehen wir den Wert 1, das bedeutet True und somit auch Account ist gesperrt. Man sieht auch direkt, dass das Windows-Konto gelöscht wurde und die entsprechenden Berechtigungen auch schon entzogen wurden. Das heißt, Austrittsprozess auch soweit sauber. Kommen wir mal zu dem letzten Beispiel, und zwar dem Abteilungswechsel. Auch hier haben wir wieder einen Custom Report erzeugt, was wir über eine eigene Kachel erreichen können. Ja, beim Aufruf erhalten wir direkt wieder eine Tabelle als Übersicht. Die Tabelle ist wie folgt aufgebaut. Man hat wieder ein Logdatum vom System, Personaldaten, die vorherigen Daten, die aktuellen Daten und was so
Die wichtige Frage an der Stelle ist, was passiert mit den Berechtigungen? Und das will ich jetzt für einen User Kai als Excel mal präsentieren. Genau, für die ersten 3 Berechtigungen sieht man hier in dieser Tabelle, dass die Gültigkeit limitiert wurde. Das heißt, für die alte Abteilung kann der Benutzer im Falle eines Falles noch reagieren. Bei den nächsten weiteren 3 Berechtigungen sieht man, dass aufgrund der neuen Abteilung der Benutzer Berechtigung bekommen hat, automatisch durch das System. Und gerade bei den letzten 2 Berechtigungen sieht man, dass Berechtigungen gelöscht wurden, weil das IDM-System einen SOD-Konflikt erkannt hat. Alles sauber dokumentiert an der Stelle. Das war jetzt die Live-Demo von mir. Ich habe jetzt insgesamt nur ein kleines Anwendungsbeispiel aus der Praxis gezeigt. In meinen Augen gibt es da ganz viele Szenarien und Möglichkeiten, Reports aufzusetzen. Und irgendwo ist da die Kreativität gefragt. Und insgesamt muss man schon irgendwo beachten, dass ein Report auch irgendwo einen Nutzen für das Unternehmen hat. Ich denke aber insgesamt aus der Live-Demo ist hervorgegangen, dass Reports hilfreich oder das Tool selbst sehr hilfreich und nützlich auch ist für den Endanwender. Ja, vielen Dank, Waldemar. Da gibt's ja wirklich jede Menge Möglichkeiten. Schön, dass du auch mit dabei warst bei der Segmento-Konferenz dieses Mal. Super. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wir hatten ja am Anfang eingangs gesagt, worauf wir uns fokussieren, auf diese 3 Themen, ist jetzt noch ein Thema offen. Für eine Herausforderung, wo jetzt über kurz oder lang jeder SAP-Kunde davor steht. Ich muss mein System umziehen, ich muss auf S4HANA irgendwann gehen. Ja. Was für eine Herausforderung habe ich dort, wenn ich also im Kontext Berechtigung und Autorisierung? Im Endeffekt ist es erstmal gar keine Herausforderung, weil ich kriege die User da rein, ich kriege die Berechtigung da rein, das funktioniert alles. Ich kann die sogar nutzen. Das Problem ist nur, dass viele der Rollenstrukturen, Berechtigungsstrukturen entsprechend auf Rot laufen. Ja, das heißt, sie sind in den einzelnen Berechtigungsobjekten nicht mehr 100% funktional, weil es Transaktionen gibt, die einfach im S4HANA so gar nicht mehr vorhanden sind. Das heißt, diese Abhängigkeiten, die stimmen nicht mehr zu der alten Welt, zur neuen Welt. Und das heißt nicht unbedingt, dass das nicht funktioniert, kann aber nicht funktionieren, es kann sicherheitskritisch sein etc. Das heißt, wenn mir dieses Set diese Rolle auf Rot läuft, dann muss ich etwas tun. So. Und was kann ich tun heute? Genau, das ist eine sehr gute Frage, weil natürlich, wenn ich mir das vorstelle, eine Rolle, Unternehmen haben zwischen 2.000, 8.000, 10.000 Rollen. Ja, jetzt gehen wir mal davon aus, dass so 30-40% auf Rot laufen. Wow, ja. Und das ist nicht die eigentliche S4HANA-Aufgabe. Ja, also das ist nur ein ganz kleiner Teil, den ich auch tun muss. Und da haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, zu sagen, hey, da brauchen wir eine Möglichkeit, erstmal die rauszufinden, wo ist meine Arbeit, die ich tun muss, wo muss ich bereinigen und wie kriege ich es vor allen Dingen schnell bereinigt. Ja? Und da haben wir heute den Daniel Schenk bei uns, der über den Segmento Authority Generator uns erzählt, was man da Tolles tun kann, um da wieder in den Rollen ready for S4HANA zu werden. Daniel, schön, dass du da bist. Erzähl uns, was können wir hier tun? Nach dem Upgrade eines Systems ändern sich die zugrunde liegenden Berechtigungen und somit auch die Berechtigungsvorschlagswerte. Dadurch müssen wir unsere manuell erstellten Rollen abmischen und sehen auch in der SU25, dass alle Rollen mit geänderten Berechtigungsvorschlagswerten auf Rot springen. Das erfordert einen riesen Aufwand, wenn ich das manuell übernehme und muss praktisch jede Rolle selbst anpassen. Dazu haben wir aber für den Segmento Authority Generator eine Lösung entwickelt, mit dem wir Rollen massenhaft ändern können. Und wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. In dem Segmento-Portal wählen wir nun den Authority Generator aus. Hier kann nun eine eigene SU24 des Zielsystems hochgeladen werden und anschließend die gewünschten Rollen generiert werden. Dazu gehen wir auf Upload, hier auf dieses neue Feld, auf die Massenrollengenerierung, da wir mehrere Rollen ändern wollen. Und die SU24 wird dabei automatisch mit ausgewählt. Damit die alten Rollen nicht überschrieben werden, geben wir einen Suffix ein, damit die Rollen neu erstellt werden. Anschließend wählen wir
die Datei aus, die die exportierten Rollen aus dem SAP-System enthält und drücken auf Upload Request. Nach einem erfolgreichen Upload sehen wir nun, dass der Request eingereiht wurde. Je nach Größe des Rolleninhalts kann dies einen Augenblick dauern. Nach erfolgreicher Generierung laden wir die Rolle herunter und speichern diese auf unserem Computer. Anschließend gehen wir in das Zielsystem und hier in die PFCG. Und über den Rollenupload laden wir die Rollen in das System. Bestätigen die Meldung, wählen unsere generierte bzw. heruntergeladene Rollendatei aus. Und anschließend werden wir die Meldung bestätigen. Da die Rollen schon im System sind, breche ich an dieser Stelle jetzt ab und schaue mir die Rolle direkt im System einmal an. Zuvor gehe ich aber in die SU25, da diese einen Augenblick benötigt, bis sie die zu ändernden Rollen anzeigen kann. In der Zwischenzeit wechsle ich wieder zurück in die PFCG und schaue mir jetzt die alte bzw. bestehende Rolle an. Gehe in den Änderungsmodus, in die Berechtigung und nun in den Expertenmodus. Lese den alten Stand ein und schaue mir die Berechtigungsobjekte an. Hier sieht man nun schon die manuellen Berechtigungsobjekte. Dazu gleich mehr. Jetzt gehe ich nochmal kurz die SU25 und zeige hier die Änderungen der bestehenden Rolle und der neu eingelesenen. Hier kann ich nun sehen, dass die Sales Invoice Rolle und die Sales Invoice Test Rolle einmal grün und einmal rot ist. Das heißt, hier hat die Generierung der neuen Rolle die neuen Berechtigungsobjekte aus der SU24 genommen und mit meinen selbst eingepflegten Berechtigungen abgeglichen. Somit ist die Rolle auf dem neuesten Stand der Vorschlagswerte und enthält ebenfalls meine manuell hinzugefügten Berechtigungsobjekte. In der PFCG schauen wir uns dann auch die neue Rolle an, gehen wieder in die Berechtigungen und den Expertenmodus. Und hier sehen wir nun, dass keine manuellen Berechtigungsobjekte mehr vorhanden sind, alle Ampeln auf grün sind und die manuellen Berechtigungsobjekte den Gepflegt-Status bekommen haben. Dadurch ist die neue Rolle auf einem aktuellen Stand und muss nicht mehr von Hand angepasst werden. Nochmal kurz zusammengefasst die Features des Generators. Ich kann eine neue Rolle generieren, ich kann eine bestehende Rolle erweitern, ich kann die SU24 benutzen oder sollte sie auch benutzen, damit meine Rollen im Substandard gebaut werden. Und als neues Feature, als Highlight, kann ich eben Massenrollen verarbeiten, indem ich nach einem Upgrade meines Systems, zum Beispiel auf S4, nicht mehr manuell jede Rolle anfassen muss, sondern massenhaft die Rollen abmischen kann mit meinen alten bestehenden Berechtigungen und den neuen aus der SU24. Viel Spaß beim Generieren! Ja, vielen Dank, Daniel. Da haben wir jetzt wirklich viel erfahren, was man alles machen kann mit dem Segmento Authority Generator. Uwe, wir haben unglaublich viel heute gesehen, ja, an dieser zweiten Segmento-Konferenz dieses Jahr. Jetzt kommen wir zum Ende der Konferenz und jetzt ist eine Frage tatsächlich gar nicht beantwortet worden. Diese tollen Möglichkeiten, wo bekomme ich die denn? Wo muss ich denn hin? Was kann ich denn tun, um einfach das mal auszuprobieren und einfach mir mal anzuschauen, was ich da Tolles machen kann? Auch da haben wir uns natürlich intensiv Gedanken gemacht. Also ich meine, wer uns mitverfolgt, wir haben ja auch den Slogan Simplify Now, was wir uns auf die Fahne so sieht's schreiben. aus, genau. Und das wollten wir natürlich da auch mit durchmachen. Also natürlich bis vor ein paar Monaten noch war der gehabte Weg, mit dem Vertrieb Kontakt aufzunehmen. Aber wir haben inzwischen eine Lösung, die es relativ einfach macht für Businesskunden, diese Services auch zu erwerben. Und das wird über unser Portal realisiert.
Wer bei uns die Webseiten der Produkte besucht, wird immer mal wieder einen Link finden, hier kaufen oder hier Angebot oder hier genauere Infos, geht in der Regel auf ein Portal. Man legt sich einen User an und hat dann die Möglichkeit dort auch über einen sehr ausgefuchsten Bezahlmechanismus die Produkte auch zu erwerben oder einfach mal auszuprobieren. Und das wollen wir uns genau auch nochmal angucken. Haben dafür den Thomas Falk hier, der auch das Portal mitverantwortet. Und wir freuen uns drauf. Thomas, zeig uns mal bitte die Möglichkeit des Portals, wie ich das bediene und auch vor allen Dingen, was für flexible Zahlmöglichkeiten da sind. Genau, das ist wahrscheinlich eine Frage, die sich der Anwender oft stellt. Jetzt, wie kann ich hier diese Services nutzen und was kostet mich das oder beziehungsweise wie bezahle ich das Ganze? Wir haben uns dafür ein System mit Credits überlegt. Das heißt, wir haben Punkte auf dem Portal, die kauft man und mit diesen Credits kann man dann eben bestimmte Aktionen auf dem Portal ausführen. Dazu erstellt man sich natürlich einen User. Nachdem man registriert ist, bekommt man ein Welcome-Gift von 10 Credits. Im Beispiel auf den Authority Generator wären das jetzt zum Beispiel 10 zu generierende Rollen. Und wenn diese Credits jetzt nicht mehr reichen, kann man sich natürlich auch neue Credits kaufen. Und das haben wir so abgehandelt, dass man 3 Pakete hat und man kann sich eins davon raussuchen. Und das Ganze kann man dann mit PayPal oder auf Rechnung bestellen. Im Beispiel von PayPal ist man natürlich flexibel. Man kann mit Girokonto, mit Kreditkarte, mit dem PayPal-Guthaben zahlen. Alles, was halt PayPal auch unterstützt. Und sobald die Kaufabwicklung fertig ist, bekommt man eine Mail mit seiner Rechnung. Und die Credits werden sofort auf das Konto überwiesen, sobald die Kaufabwicklung überprüft und gespeichert wurde. So, wie verwendet man jetzt diese Credits? Ich erkläre das mal anhand vom Beispiel vom Authority Generator. Hier generiere ich jetzt mal eine korrekte Rolle, das heißt ein perfekter Fluss. Man generiert jetzt diese Rolle und alles geht gut. Das kostet dann in dem Fall 1 Credit. Wir haben jetzt im Moment 310 Credits und sobald die Rolle fertig ist, haben wir 309 Credits. So, jetzt kurz warten, bis die Rolle fertig ist. So, ist fertig. Wie wir sehen, 309 Credits. So, jetzt testen wir das Ganze mal mit einer Rolle, die fehlschlägt. Das heißt, irgendwelche Fehler im System oder falsche Parameter wurden angegeben. Das sollte im Optimalfall natürlich den Endkunden nichts kosten. Und so wie wir hier sehen, ist ein Fehler passiert. Und wir haben immer noch die gleiche Anzahl an Credits. So, dann gebe ich weiter an Uwe und Simon. Danke. Ja, vielen Dank, Thomas. Finde ich eine super Lösung, die ihr da erarbeitet habt. Gerade auch unter dem Aspekt diese flexiblen Bezahlens über PayPal mit diesen Credits, die ich flexibel einsetzen kann. Also ein Höchstmaß an Flexibilität für unsere Kunden auch in diesem Umfeld. Sehr, sehr schön. Aber dafür ist ja SAP bekannt auch, dass die Abrechnung nicht das Problem ist. Schön. Ja, was bleibt uns noch zu sagen? Wir sind am Ende unserer zweiten Segmento-Konferenz. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über positives Feedback oder auch gerne über Anregungen, wie wir das Format noch verbessern können. Wir sind am Ende. Es hat uns viel, viel Spaß gemacht. Es bedanken sich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit Uwe Eisinger und Simon Töpper. Dankeschön. Vielen Dank.